Und ich merke, wie wichtig so ein Wort ist, die Macht des Wortes, weißt Ja. du? Ein Identitäter will alles ausprobieren. Spare in ihrem Arm. What up? Ich bin Below vom Beatbox Battle, heute hier zu Gast bei Ente Berlin und ich führe heute hier mal durch ein freshes Interview mit the one and only Chef Kid. Wie hast du dich jetzt in den letzten 1,5 Jahren so mental auf deinen jetzigen Tonträger vorbereitet? Also da ist jetzt kein Label, was dich richtig unterstützt hat, du hast es auf eigene Faust gemacht. Gib uns mal ein Feedback so, wie kann man sich das vorstellen? Naja, es ist eher so, wie, als würde man in so einem Elfenbeinturm leben, ganz lang, wo man keine Kontakte mehr hat. Und dann steigt man irgendwann vom Elfenbeinturm runter. Und das Album ist ja in Didim entstanden. Meine Eltern leben da. Ja. Oft ist sehr viel Ablenkung hier in Berlin und man kommt einfach nie dazu, einen Gedanken zu Ende zu denken, weil so viele Sachen zwischendrin passieren. Und da bin ich hingefahren und hatte coole Beats dabei von Farhad. Und da habe ich viele Sachen gemacht, skizzenhaft, teilweise ganz. Und das ist eigentlich so eine Reise gewesen für mich jetzt. Immer auf der Suche. Die Nacht ist schon alt. Für mich ist es einfach geil zu sehen, dass diese Offenheit einfach zu so vielen Sachen führt. Wenn man dann zurückblickt, so durch ein Jahr, also ein YA, ein Jahr zu sagen, so was daraus alles passiert. Ja, du öffnest deinen Horizont halt. Ja, das ist wie Reisen gehen, weißt du? Aber weißt du, dafür muss man halt auch im eigenen Land mal reisen erstmal. Das ist auch wie beim Menschen selbst, erstmal sich kennenlernen, dass man sich auch für andere interessiert. Ich habe das Glück gehabt, ich durfte ein bisschen in dein Album reinhören. Also bei mir ist Made in Germany sehr hängen geblieben. Mein Verstand ist eine Waffe, wundert dich nicht, wenn ich schieße. Sie wurde hier geschmiedet, Made in Germany, ich ziele auf die Hand, die mich verdoppelt, Blut und Spiele. Ist ein sehr harter Tobak, dass du halt so über Rüstungsindustrie und Waffenexporte und was von Deutschland ausgeht und wie da die Industrie ihr Geld macht. Du hast auch betont, wenn die deutsche Rüstungsindustrie das nicht machen würde, wären USA und China immer noch andere Länder, die auch das weiterhin machen würden, Kohle machen würden. Genau. Jetzt möchte ich Russland, nicht. Ja, Verzeihung, Russland genauso, wie auch immer. Alle haben da irgendwie ihren Finger drin. Und für mich heute Morgen im Frühstück war es harter Tobak. Okay. Also war es nicht so, dass du dachtest, oh geil, so fange ich jetzt meinen Tag an. Ich bin Pazifist, also Waffen sind bei mir nicht so ein Thema. Ja, ich meine, weißt du, das Thema war halt so, dass ich dachte so krass, warum weiß ich das nicht? So, ich hatte eine Doku gesehen von Jürgen Gresslin. Meine Ohnmacht ist praktisch der Grund gewesen für den Song, so, dass diese Waffen ja nicht irgendwie nach zweimal Schießen kaputt sind, sondern die gibt es noch 50 Jahre. Ich habe mir einfach gedacht, okay, wenn du jetzt so einen Joghurt hättest, der die Menschen tötet und das wird in Deutschland hergestellt und es wird aber nicht hier, sondern in allen anderen Ländern irgendwie gegessen, dann würden alle sagen, hey, das ist voll scheiße. Aber dadurch, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, ist es irgendwie doch irgendwie akzeptiert in der Gesellschaft. Ich will wirklich jetzt mal auf die Thematik auf deine neue EP reingehen. So. Welcher Song zum Beispiel jetzt so kickt dich? Generell ist ja für mich so, dass ich so ein paar Erkenntnisse irgendwie immer hatte so, und die aufgeschrieben habe und dadurch habe ich mich halt immer daran erinnern können. Ne? Also ich höre mir praktisch selber zu und das ist auch ein Gespräch mit mir selber. Und ich glaube auch nicht, dass ich Leute erleuchte mit meinem Wissen oder so. Aber ich erinnere manchmal Leute einfach an das, was sie schon wissen, aber vergessen haben. Zum Beispiel bei Keine Angst, der Song. Ja, Ne? Keine Angst, habe ich mir angehört. Das ist einfach so, danach waren die Reaktionen immer sehr krass. Leute wollten mich umarmen und hatten irgendwie so, nicht Tränen in den Augen, aber die waren so voll emotional berührt. Das war richtig krass. So. Keine Angst vor der Wahrheit, keine Angst vor Konsequenzen, keine Angst vor Ellenbogen, keine Angst vor falschen Menschen. Klar, du sagst, du kannst jetzt hier in Deutschland viele Leute mit deinen Songs berühren. Wann hast du deinen letzten Song zum Beispiel auf Türkisch geschrieben? Naja, bei dem Türkischen ist es eher so, dass ich so die Atmosphäre irgendwie so in der Gegend so ein bisschen Bauchgefühl? Herz. Herz, ja, schön gesagt. Ja. Herzchen. Ich rede ja mit meinen Eltern auf Türkisch und das erinnert mich immer daran so. Weißt du? Und das ist so, damit bin ich aufgewachsen. Das ist auch das Herzliche denn und so, das kann ich nachvollziehen. Ja. Und das Türkische ist ja auch so wie so ein Kaugummi. Ne? Es gibt zum Beispiel das allerlängste türkische Wort, Avrupalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
Oh, das ist ein langes Wort. Avrupalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Das heißt so, gehört ihr zu denen, die wir nicht zu Europäern machen konnten? Weißt du? Im Türkischen gibt es ein Sprichwort, das heißt, jede Sprache ist ein Mensch. Das ist irgendwie so immer nochmal eine andere Seite an einem selbst. Mir ging es jetzt darum halt, wie du hast ja gesagt, vom Herzen, wie du es selber für dich umsetzt. So. Ja, also ich habe ja demnächst erst zu Ende geschrieben, diese EP. Ich mache noch so eine türkische EP mit so Samples aus den 70er Jahren. Das ist so aus so psychedelischen Rock. Und da war ich in Montreal und da habe ich so Künstler getroffen. Und die meinten, hey, you like to listen to some Turkish psychedelic rock? Und ich so, warum nicht? Und der hat mir dann so Sachen gezeigt, mit denen ich aufgewachsen bin, so von früher, aber ich hatte diese Aufnahmen nicht mehr. So, und da habe ich mir alles geholt und dann waren wir so inspiriert, dass wir das gemacht haben mit Afromaniac. Das ist ein auch sehr guter Produzent. Und da habe ich zum Beispiel einen kompletten Verse dann auch auf Türkisch geschrieben, wo ich auch türkisch singe. Du hattest ja noch ein altes Ego, ne? Der Şimşek. Şimşek, ja. Du hast ihn abgelegt? Şimşek. Şimşek ist eher so ein bisschen anti gewesen. Şimşek heißt halt auch Blitz. Und es war so, dass man nichts durchstreichen dürfte, was aufgeschrieben ist, weil es so mit einem Geistesblitz zu tun hatte. Und eigentlich nur aus Frust. Weißt du, das war irgendwie so ein Frustcharakter. Die Texte waren so: Ein politisch unkorrekte Weltverbesserer en Proll. Die Schalen meiner Sonnenblumenkerne sind aus Gold. Vor 10.000 Leuten zu rappen ist kein Erfolg. Worauf seid ihr stolz? Ich sehe nur ein dummes Volk. Ach, macht das, was ihr wollt. Ich mach auch, was ich will. Guck, ich tropfe dir noch ein paar Bilder auf die Pupillen. Bindehautentzündung, Hinterhausentrümpelung. Du willst schießen, doch es fliegen kleine Kinder aus der Mündung. Irgendwie sowas. Das ist auch ein Teil von mir. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass die Texte, die ich halt auf einerseits, andererseits präsentiert habe, viele Leute berührt haben, die dann auf mich zukommen. Wie in Leipzig meinte jemand, er arbeitet bei einer Psychiatrie und er hat den Leuten meine Musik gezeigt und das hat ihnen voll geholfen und so. Und ich habe keine Ahnung, wie sie sich verselbstständigt und was Leute da rein interpretieren. Und ich merke, wie wichtig so ein Wort ist, die Macht des Wortes. Das Geile an Musik machen ist ja auch, dass du einfach alles machen kannst. Ich singe ja, ne? Früher als ich gesungen habe, die Hooks meinten alle immer so, oh, die meinten alle, das ist immer so soft und so. Für mich ist Hip-Hop nur ein Genre, weißt du? So. Dann springen wir mal von dem Genre weg, weil du hast ja auch vorhin schon kurz erwähnt, mit Lexi und K-Paul, so Elektro, interessiert mich auch ziemlich eigentlich so. Rappst du denn oder sprichst du eher? Und so, ist dann so Spoken Word auf Englisch? Ach, du singst denn? Ja, ich habe ja früher mit Englisch angefangen so, und danach habe ich gemerkt, dass die Leute halt nicht richtig hinhören. Und auf Deutsch hören die halt richtig hin. Und als dann K-Paul zu mir meinte, hey, wie sieht's aus und so, hör mal da rein und so. Und dann haben wir es gemacht und dann ist die Single geworden. Dann haben wir in der Jahrhunderthalle in Frankfurt mit einem Sinfonieorchester gespielt. So. Und mir ist einfach egal, so Hauptsache ich fühl's. Und deswegen ist auch Şimşek vielleicht irgendwann da, wenn ich Bock drauf habe. Vielleicht gehe ich mit Şimşek mal zu Rap am Mittwoch oder so. Ja, okay. Geil, dann begleite ich dich. Mache ich dir vielleicht sogar noch eine Power-Beatbox so. Genau. So, das war jetzt der erste Part hier von unserem freshen Chefcat-Interview. Abonniert hier den Kanal von Ente Berlin und wir sehen uns nächsten Donnerstag zur zweiten Hälfte. Chefcat, Identitäter, Ente Berlin, kommt vorbei. Die Release-Show findet am 10.07. statt im Privatclub hier in Berlin. Die Welt ist perfekt, die Polizei hat nichts zu tun. Yeah, wir laufen durch die Wüste und verteilen ein paar Blumen. Mir war immer schon das Geld egal, schon beim ersten Mal.